hat schon mit Topmodels wie Cindy Crawford oder Claudia Schiffer gearbeitet und als Modefotograf kennt und lebt er Glamour. Aber hinter der Kamera steht ein Mann mit einem Trauma. Schönen guten Morgen, Michael Reh. Was ist dir passiert? Ich bin als kleiner Junge im Alter von 4,5 Jahren, hat der sexuelle Missbrauch angefangen. Ich wurde 8 Jahre von meiner Tante sexuell missbraucht, bis ich 12 war. Das kannst du jetzt in einem Satz so zusammenfassen, aber erzähl mir mal, wie ging es los? Meine Eltern, also ich komme aus einem sehr katholischen Elternhaus, bin sehr streng katholisch erzogen worden. Also mit Vertrauen und Liebe hatte das leider nichts zu tun. Meine Eltern haben mich in die Obhut meiner Tante gegeben, bestimmt nicht mit der Absicht, dass ich da missbraucht wurde, weil die groß in der Kirche unterwegs waren, also in der katholischen Kirche, Kolpingsfamilie, Pfarrgemeinderat, Kirchenvorstand und so weiter und so fort. Meine Mutter war Pfarrsekretärin, hatte viel um die Ohren. Und ich habe eine Schwester und wir wurden zu unterschiedlichen Tanten gegeben. Ich wurde zu der Schwägerin meines Vaters gegeben oder meine Eltern gegeben, die damals 40 Jahre alt war. Die hat dann auf mich aufgepasst an Wochenenden oder auch mal unter der Woche. Und meine Tante war eine Täterin, eine Frau, die nicht nur mich, sondern auch, wie ich später erfuhr, einen Cousin von mir und mein Vater, er ist 17 Jahre jünger als seine Schwägerin, als Kind sexuell missbraucht hat. Wenn dein Vater schon missbraucht wurde, wie kann es sein, dass du trotzdem zu ihr gekommen bist? Das ist ein ganz großes Problem. Mein Vater war ein sehr traumatisierter Mensch. Und der hat es verdrängt. Der hat das nicht an sich herangelassen. Selbst als ich schon ein erwachsener Mann war und ihm das erzählt habe, hat er gesagt, das stimmt nicht, du lügst, du denkst dir das aus. Er hat es wirklich von sich abgespalten? Das ist eine ganz verrückte Geschichte, dass mein Vater das genauso erlebt hat wie ich. Ne? Lass uns einmal zum Anfang der Geschichte zurückkommen. Also du bist zu deiner Tante gekommen. Sorry. Alles gut. Du bist zu deiner Tante gekommen. Ja. Wann ging es los mit dem Missbrauch? Mit 4,5. Ich kann mich auch genau daran erinnern. Meine Tante hat mich langsam an den Missbrauch angeführt. Also die fing erst so mit Fummelei an. Ich darf hier ganz offen reden, hoffentlich. Fing an mit Fummelei und mit Streicheln und solchen Geschichten, mit Nacktbaden. Und das führte dann dazu, zu Penetration mit Gegenständen. Also ich wurde von ihr mit 6 Jahren zum Oralverkehr gezwungen und anderen Dingen. Und das Ganze war gekoppelt immer mit dem Spruch, wenn du das erzählst, bringe ich dich um. War also auch noch eine Todesdrohung dabei. Und du hast es dann wirklich nicht erzählt? Nein, ich hatte also zu meinem Vater hatte ich keinen emotionalen Kontakt als Kind, zu meiner Mutter schon. Aber da mich meine Eltern dahin gegeben haben, habe ich wahrscheinlich in meinem frühkindlichen Geisterlebnis, Welt gedacht, die erlauben das. Die geben mich ja dahin. Also die geben dich frei? Richtig. Und ich hatte kein Vertrauensverhältnis. Ich war danach natürlich extrem traumatisiert als kleines Kind. Ich war ja erst 5, 6, 7 Jahre alt, habe dann aufgehört zu essen. Konnte mich nicht mehr anfassen lassen. Meine Eltern haben mich zum Arzt geschickt. Die waren total überfordert. Wir reden ja hier von Ende der 60er Jahre. Ich bin ja schon einen Tag älter. Also es ist ja schon 50 Jahre her, dass dieser Missbrauch wirklich in der vollen Dynamik stattgefunden hat. Und meine Eltern haben mich dann zum Arzt gegeben. Der sagt, das Kind ist autistisch und am besten geben Sie es ins Kinderheim. Was dazu führte, und das heißt Schuldzuweisung, dass ich schuld an der Geschichte war. Ich wurde ja fortgeschickt. Also da gab es keine Möglichkeiten für mich in der Familie zu artikulieren. Das habe ich wirklich erst später als Erwachsener machen können. Hast du unabhängig von der Familie irgendeine Form von Beziehung, Kontakt, irgendwas gehabt? Hast du das alles mit dir rumgetragen die ganze Zeit alleine? Ja, naja, ich wurde halt, wenn ich erzähle, werde ich umgebracht. Als kleines Kind ist das eine ganz extreme Bedrohung natürlich. Ich war sowieso ein Einzelgänger, das kommt auch noch dazu. Erzählt habe ich das wirklich erst, ich wurde bis zum 12. Lebensjahr missbraucht, dann setzte das Trauma so stark ein, dann habe ich das verdrängt, bis ich ein junger Mann war und die Sachen immer wieder hochkamen. Und das heißt ungefähr welchen Zeitraum? Naja, 10 Jahre oder? Ja, knapp. Okay. Knapp 10 Jahre. Es kamen immer so Geschichten hoch, dass ich gedacht habe, warum verhältst du dich so? Was sind das für Bilder? Sind das Fantasien? Als junger Mensch kannst du das ja noch nicht einordnen. Als Kind kannst du das sowieso nicht. Das ist immer die Frage. Ich werde mal gefragt, warum hast du das als Kind nicht erzählt? Ein Kind kann ja nicht konkretisieren, analysieren, bestimmen und dann zu den Verantwortlichen gehen. Missbrauch, sexueller Missbrauch findet zu 95% in der Familie statt. Jeder 5. Täter ist eine Täterin, das muss man auch dazu sagen. Ich hatte also keine Anlaufpunkte.
Und ein Kind kann das nicht so artikulieren. Und wenn dann der Täter in der Familie ist, wenn es der Vater, die Mutter ist, der Großvater, der ältere Bruder. Und das ist ja neu für viele Menschen. Ich rede hier über ein Thema, mit dem ich mich seit sehr langer Zeit beschäftige. Ich sehe dann immer erstaunte Augen, offene Ohren oder auch zu Ohren, weil keiner darüber reden will. Das ist ja ein Tabuthema. Ja. Und das Frauenmissbrauchen noch mehr ein Tabuthema. Wann hat es aufgehört? Mit 12. Wieso? Weil du dann in die Pubertät Meine Eltern waren beim Papst. Stimmt wirklich. Moment, was? Ja. Meine Eltern sind, wie gesagt, ja sehr katholisch und sehr eingebunden in diese Geschichte der katholischen Kirche, beruflich auch. Und meine Eltern sind im Ostern 74 zum Papst geflogen. Das hieß, das war so eine Familiengeschichte. Die sind nach Rom geflogen. Orbi et Orbi. Genau, aber du bist der Fachmann. Orbi et Orbi. Anderes Team, aber ja. Ja, macht ja nichts. Und sind da hingeflogen und haben mich nochmal zu meiner Tante gegeben. Ne? Also es ist so unwahrscheinlich aus heutiger Sicht. Die hat dann wieder, ich war ein sehr spätentwickeltes, also ein Spätentwickler, aber da fing bei mir die Pubertät an, da hat sie es wieder probiert und dann bin ich weggelaufen. Das erste Mal? Da habe ich mich zur Wehr gesetzt und bin weggelaufen. Und dann hörte das auf. Ne? Weißt du noch, wie sich das angefühlt hat? Interessant, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Wie hat sich das angefühlt? Wie vieles in meinem Leben. Ich mache Dinge und denke in dem Moment nicht darüber nach, was das vielleicht für Konsequenzen hat, auch positive Konsequenzen, wie es sich für mich, ich bin kein angstbestimmter Mensch. Ich habe damals schon angefangen, mich aus dieser Angst zu befreien. Ich bin dann da weg und das war das Einzige, was ich machen konnte. Befreiend wahrscheinlich. Ne? Ist sie dir hinterher oder irgendwas? Nee, ich bin einfach von der Schule nicht nach Hause gekommen. Also zu ihr nach Hause. Gut, aber ich meine, sie weiß ja, sie ist ja deine Tante, sie weiß ja, wo meine du wohnst Tante oder irgendwas, wusste, ne? ich sage dir, ich habe das jetzt wirklich 30 Jahre analysiert. Ja. Ich habe einen Roman darüber geschrieben, Katharsis, über meine eigenen Erlebnisse in einer Romanform. Ich habe jetzt einen neuen Roman geschrieben, wo das Thema auch wieder Missbrauch dabei ist. Ja. Ich schreibe einen Ratgeber darüber. Also ich bin wirklich in diesem Thema drin. Meine Tante und ich glaube jeder Täter und jede Täterin weiß genau, wo der Hase läuft und wenn Schluss ist. Und da war Schluss. Und das wusste die, weil die wusste, wenn sie jetzt noch mal kommt, dann explodiere ich. Mhm. Du hast es eben in einem Nebensatz kurz gesagt, dass jede vierte oder fünfte Täter ist eine Täterin. Jeder fünfte Täter ist eine Frau. Also mit der Genderfizierung ist es hoffentlich richtig. Ich lebe ja nicht in Deutschland, aber die Täter, jeder fünfte Täter ist eine Täterin, wird von einer Frau begangen. Warum ist es eine Art doppeltes Tabu, dass Frauen missbrauchen? Interessante Frage. Ne? Das ist, ja, da kann ich auch nur persönlich darauf antworten, bevor ich jetzt hier alle Feministinnen dieser Welt auf dem Buckel habe. Ich glaube, das hat unterschiedliche Faktoren. Die Frau ist, glaube ich, ganz tief in unserem Unterbewusstsein. Erstmal ist es die Mutter. Wir kommen aus dieser Frau. Wir sind also Teil dieser Weiblichkeit. Ja? Wir kommen aus ihr. She takes care of us. Heute machen das ja auch Gott sei Dank auch mal Männer. Und Frauen heute auch noch. Und wie gesagt, ich möchte keiner Frau auf die Füße treten. Aber die Sexualität und Frau und Weiblichkeit ist immer noch eine Geschichte. Ich lebe ja in Amerika, da ist es noch mehr so, dass eher dem Mann die Sexualität und auch die Gewalt, die mit Sexualität eventuell zu tun hat, zugestanden wird. Aber ich glaube ganz, ganz tief unten drin. Ich bin ja so ein Verfechter oder so ein Analytiker von Struktur und Unterbewusstsein und Unterstruktur. Ich gucke immer, das passiert. Warum passiert was und was liegt da noch drunter? Und ich glaube, ganz darunter liegt, eine Frau missbraucht nicht, die darf das nicht, die kann das nicht, die macht das nicht. Und an dieser Stelle muss ich sagen, die kann, die macht, darf sie nicht, nee, genau, darf es nicht, aber ne? sie kann und sie tut es. Du hast vorhin erzählt, du hast fast 10 Jahre gebraucht von der Flucht, also von diesem Befreiungsschlag, den du hattest, bis zu, ich kann jetzt anfangen, mich damit auseinanderzusetzen, also aktiver damit auseinanderzusetzen. Ja, weißt du das noch, hat ja noch mal länger gedauert. Was war denn der ausschlaggebende Grund, dann zu sagen, jetzt das Unterbewusstsein. Ja? Es gibt einen ganz speziellen Moment. Ich wollte mal Schauspieler werden, bin nach München zu einem Actor Studio Workshop gefahren. Und da gibt es eine Übung, das ist so eine Entspannungsübung, die du machst mit deinen Schauspielkollegen. Und dann hat eine Frau mich also entspannt und dann ging die mir irgendwie an die Beine. Und ich habe das erlebt, was viele Überlebende von Missbrauch erleben. Das ist so eine Art von, mein Deutsch fällt mir da immer nicht ein. Wenn man unbeweglich wird,
Versteifung. Ja, nee, so eine Unbeweglichkeit, Ja. ne, als gelähmt, so das ist das Wort. Eine Gelähmtheit, und dann habe ich nur geschrien, weil in dem Moment sich Bilder aufmachten in meinem Kopf, wie ein Schwall. Und dann kam das daher, meine Tante, die Täterin hieß Hanne Reh. Und dann kam der Schauspielleiter, unser Teacher, und sagte zu der Frau, die das mit mir machte: Was ist los, Hanne? Ach. So, und da kommen wir dazu. Also das war eine Vermischung zwischen Touch, Berührung, die in die Intimsphäre-Bereich geht von einer Frau. Und ich wusste, dass sie Hanne heißt, aber mein Unterbewusstsein hat es in dem Moment zusammengefügt. Und das war der erste Auslöser. Und der zweite war der Tod meiner Mutter, der mich sehr traumatisiert hat im Jahre 91. Da ging alles auf, da kam wirklich alles hoch. Und dann bin ich auch sofort in Therapie gegangen, was ich auch nur jedem empfehlen kann. Ja, natürlich. Als du gesagt hast, jetzt ist der Knoten geplatzt, meine Mutter ist gestorben, jetzt kommt das alles raus, wie bist du mit deiner Familie umgegangen? Tja, das war keine einfache Geschichte. Ich lebte ja damals schon in New York, bin dann im Sommer nach Deutschland gekommen und habe meinem Vater das erzählt. Der sagte: Du spinnst, du bist schwer erziehbar, du machst immer Theater. Ich glaube es nicht, obwohl er das Gleiche erfahren hat. Meine ganze Familie war so: naja, da hat sie dir mal am Hintern rumgetätschelt. Ne, so nach dem Motto: stell dich nicht so an. Oder was man ja auch vielen missbrauchten, vergewaltigten Frauen und Männern sagt: du hast es doch gewollt. Ja, also bitte, da muss man wirklich sagen: nein, das ist nicht gewollt. Und dann habe ich nochmal, das war 94, und dann habe ich im Jahre 2004, ich komme hier aus dem Ruhrpott, die Schnauze voll gehabt, auf gut Deutsch gesagt, und gesagt: es reicht. Ich lasse mich nicht mehr so behandeln. Ich behandle mich selbst nicht mehr so, und ich trage das nach außen, und habe dann die Täterin in einem Brief konfrontiert und habe gesagt: du entschuldigst dich jetzt, oder ich gehe public. Ich hatte damals keine Rechte. Damals war Missbrauch nach 10 Jahren verjährt, und du musstest einen Zeugen und Beweise liefern. Wahnsinn. Auch heute noch. Das ist immer noch, ne? Das ist so eine Schuldzuweisung. Du musst beweisen, dass du missbraucht wurdest. Ne? Heute sind es 20 Jahre. Und inzwischen, seit 2 Jahren, ist es kein Kavaliersdelikt, also ein Vergehen, sondern endlich ein Verbrechen. Seit 2 Jahren? Erst seit 2 Jahren. Bis vor 2 Jahren. Ich habe mich immer gewundert, warum die ganzen Täter und Täterinnen auf Bewährung freigesetzt wurden. Ne? Das lag daran, das war ein Vergehen. Das war kein Verbrechen. Du bist sehr katholisch geprägt aufgewachsen. Ne? Dieses Zusammenkommen von katholischer Kirche, so rigider katholischer Kirche, und der traumatisierten Familie, wo es Missbrauch häufig gab. Wie hat das zusammengespielt? Ich glaube, das spielt immer eine Rolle. Ne? Na klar. Also ich wurde ja... Du musst mal überlegen, ich wurde nicht nur sehr katholisch erzogen, Schuldbewusstsein, ne, was ja immer noch, ne, der liebe Gott sieht alles. Okay, dazu sage ich jetzt mal, nein, der sieht nicht alles. Kann er gar nicht, hat viel zu tun. Ja, so. Natürlich, also da wurde ich natürlich in einer Passivität, in eine Obedience, in einen Gehorsam erzogen, und ich glaube, der angstbesetzte Glaube. Also deswegen habe ich ein Problem mit institutionalisierter Kirche. Für mich ist Glaube eher, also ich glaube schon an einen Gott, aber der hat sehr viel mehr mit Liebe und Verständnis zu tun, auch wenn es vielleicht eine imaginäre Geschichte ist, aber es ist eine göttliche Kraft. Und wenn ich mir sehe, was die Kirche daraus gemacht hat, dann kann ich nur sagen, nein. Ich bin bei dir. Theoretisch geht es um Gnade und um Liebe und Nächstenliebe. Ne? Im Grunde ja. Theoretisch ja. Aber praktisch häufig leider nicht. Ja. Ne? Wir haben ganz kurz, das würde mich natürlich interessieren, über deine Tante gesprochen. Wolltest du dich jemals rechnen? Also du hast gesagt, I go public, aber wie ist es dann weitergegangen? Naja, es ging dann weiter, dann habe ich ein Familiengericht einberufen. Ne? Was heißt das? Ja, das Familiengericht. Da ich nicht vor Gericht gehen konnte, habe ich alle lebenden Mitglieder meiner Familie damals eingeladen und gesagt: wir treffen uns an diesem Sonntag, das war Ende Oktober 2004, in meinem Heimatort Bövinghausen im Ruhrpott bei Dortmund, in einem Hotel, in einem Konferenzzimmer, und dann bereden wir das. Neutraler Boden, halbwegs. Um das mal jetzt, es reicht, genau wie ich weggelaufen bin. Es gibt Momente, da reicht es einfach. Ne? Da muss man sich auch dazu bekennen und durch diese Geschichten durchgehen. Ich war natürlich ziemlich nervös, es ist ja auch schon ein bisschen länger her, ich war noch nicht so weit in meiner Arbeit. Da kamen auch alle, bis auf die Täterin und mein Vater.
Heute macht es Sinn. Und da habe ich dann wirklich gesagt, das und das und das ist passiert. Dann merkte ich auch, wie die Familie so, okay, ne, irgendwie der Junge spinnt nicht. Bist ja trotzdem der Junge. Obwohl ich damals schon 38 war oder was. Und dann sagte mein Onkel einen Satz. Ha! Das kann ja gar nicht sein. Du konntest keinen Sex mit ihr haben. Du konntest keinen Sex. Habe ich gesagt, nee. Ich hatte auch keinen Sex mit ihr. Es ging auch nicht um Sex, es ging um sexualisierte Gewalt. Und da bin ich ausgeknallt und dann habe ich meiner Familie mal ganz gewaltig und sehr lautstark und sehr emotional erzählt, was die Frau mit mir gemacht hat. Also wie das über Jahre lang, wie diese sexualisierte Gewalt aussah. Und dann war gut. Und dann ächtete meine Familie bis zum Tod der Täterin diese Frau. Und ging auch nicht zur Beerdigung, die ist vor 3 Jahren gestorben. Und das möchte ich auch kurz sagen. Missbrauch ist ein Lebensthema, ne? Ja. Mit dem man umgehen lernen kann und sollte als Überlebender. Was Kraft und Liebe zu sich selbst auch bedeutet. Weil wenn man das nicht tut, frisst es einen auf. Und ich versuche immer Missbrauch als jetzt bin ich ja Schriftsteller. Unter anderem? Unter anderem, ja, ich knipse ja auch noch, aber Schriftsteller, was mir auch sehr viel Spaß macht. Und es ist halt immer da, ne, sein Leben lang. Du musst halt lernen, damit umzugehen. Und das machen viele Leute nicht. Wichtig ist, glaube ich, nochmal zu sagen, sexualisierte Gewalt ist eine Form von Missbrauch. Missbrauch hat ganz viele unterschiedliche Ausformungen. Ja. Es gibt also psychischen oder physischen, sexualisierten oder nicht sexualisierten Missbrauch. Ne? Also es ist ich glaube, es ist wichtig zu sagen, weil das ja auch Teil deiner Arbeit ist, aufzuklären und die Scham davon wegzunehmen. Ne? Zu sagen, lasst uns darüber reden, so, damit wir anfangen können. Ja, man muss das Thema enttabuisieren. Genau. Und neulich hat mir jemand ein ganz tolles Wort gesagt, entnormalisieren. Es ist ja schon fast irgendwie normal in unseren Köpfen, dass so viel überleg mal, wie viel Missbrauch passiert. Du machst die Zeitung auf, wenn du dich mal wirklich aufs Thema einlässt. Es findet ständig überall statt. Genau. Wir müssen das entnormalisieren, wir müssen darüber reden. Weil Schweigen nützt nur dem Täter und niemand anderes. Und ich sehe mal so ein Sumpfgebiet. Ne? Also wir müssen das Sumpfgebiet trockenlegen. Durch Aufklärung, durch Prävention, ganz, ganz wichtig. Und Prävention und Aufarbeitung müssen Hand in Hand gehen. Ne? Ja, natürlich. So ist es, und die Politik muss auch mitspielen. Kommt auch noch dazu. Wenn du einen Tipp geben könntest, was wäre das? Ein Tipp? Ja, ich weiß, du hast einen Ratgeber geschrieben, der kommt bald raus. Aber, nein, ich gebe das ja gerne. Das dauert doch noch ein halbes Jahr, bis der kommt. Ja. Also das Allerwichtigste ist, wenn du in deiner Familie jemanden hast oder merkst, ja, oder du hast ein Kind, was missbraucht oder ein Enkel. Ist ja auch ganz viele, wie ich, kommen ja erst später mit ihrer Geschichte raus. Hör zu, sei da. Sei erst mal da und sag, okay, erzähl mir das. Und wenn dir jemand sagt, ich bin sexuell missbraucht worden oder habe sehr viel Gewalt als Kind erlebt, was genauso ein Trauma ist, dann sei erst mal da und sag, ich bin hier für dich. Und dann kann man anfangen, und das fand ich auch toll, hat auch neulich jemand zu mir gesagt, ach so, dann machst du das alles, damit alle in der Familie heilen können. Da habe ich gesagt, ja, damit alle in der Familie heilen können. Also sei da, hör zu. Therapie ist immens wichtig, für Kinder, aber auch für Erwachsene, dass man mit jemandem spricht, der neutral als Experte darauf guckt und dich aus deiner Befangenheit rausholt dahin, damit du von außen drauf gucken kannst. Strukturen erkennen. Liebe, was hast du vorhin gesagt, was so schön, fand ich ganz toll. Liebe, was war mit Glaube, sollte Liebe? Gnade und Nächstenliebe sein. Ja, und da kommen mir schon fast die Tränen gerade, weil wenn ich das als Kind erfahren hätte, säße ich jetzt nicht hier als älterer Herr und würde diese ganze Arbeit leisten. Also es hat ja auch seinen Grund, warum ich hier bin, denke ich, ist meine Aufgabe, ja, die ich auch sehr ernst nehme. Aber man kann, manchmal bin ich ein bisschen traurig darüber, was hätte alles vermieden werden können an Schmerz in mir. Also Liebe, Fürsorge, Heilung, ganz toll, werde ich übrigens klauen und nochmal irgendwie mein Buch schreiben. Wundervoll. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du heute Morgen hier warst, dass du so offen und ehrlich darüber sprichst und nicht müde wirst aufzuklären. Vielen, vielen Dank. Ja. Und Ihnen vielen Dank, dass Sie heute Morgen auch dabei waren. Bei So gesehen Talk am Sonntag hier in Sat.1. Seien Sie nächstes Mal auch dabei. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Schönen Sonntag. Tschüss.